Wir sind heute auf einem SIP-Stand auf einer Veranstaltung. Janina, was ist das für eine Veranstaltung, wo wir hier sind? Das ist eine Custom-Show, würde ich sagen, oder? Okay, die Custom-Show von den Crazy Bumblebees und den Zuckerschnuten. Es gibt hier schöne Roller, es gibt schöne Teilestände, es gibt gute Musik, es gibt Bier, Kaffee und Pizza. Und das alles, das schauen wir uns jetzt an, richtig? Jawohl. Wir sind jetzt hier ein bisschen auf der Custom Show unterwegs und schauen uns besonders schöne Roller an und sind bei diesem Schmuckstück hängen geblieben. Und dieses Gefährt gehört... Oliver? Hi Oliver, wo kommst du her? Aus Sachsen, tatsächlich aus dem Land der Nicht-Vespa-Fahrer. Bin einer der wenigen Vertreter, die dort tatsächlich klassische Roller fahren. Und was ist die Grundidee von dem Roller? Die Grundidee ist tatsächlich aus dem Helm heraus entstanden. Also ich mag die Predator-Filme, habe mir irgendwann mal beim Motorradfahren oder fürs Motorradfahren einen Predator-Helm geholt und habe dann versucht, aus dieser Ausgangsbasis zwischen Lackierung, Carbon, schwarzen Elementen, rot eloxierten Elementen im Prinzip den Roller drumherum zu schaffen. Und für mich war ganz wichtig, ein Gesamtkonzept zu haben, um überhaupt anfangen zu können und dementsprechend passend die Teile einfach zusammenzufügen. Unter anderem bei euch im Shop. Sehr lobenswert. Sind das denn komplette Carbonteile, rein Carbonteile, die du hier verbaut hast, oder ist das teilweise auch Dekor? Also das ist die Backen natürlich über C6 Performance, ihr vertreibt es ja mittlerweile auch im Shop. Sonst sind es reine echte Carbonteile. Hier unten am Spoiler sind aus dem Motorradsport Carbon-Wings verbaut, also das ist auch echt Carbon. Dann natürlich hier mal abgeändert, einfach mal aus dem Motorschutz für eine V50 einfach mal einen Bremsbackenschutz gebaut. Aber ich habe auch mit 7D Carbonfolie gearbeitet, weil C6 hat momentan das Handschuhfach fertig gemacht, überlaminiert für mich. Und so habe ich einfach versucht, die Verbindung als Echtcarbon, also sowohl mit echten Teilen als auch mit, ich sag mal, naja, angefakten Teilen halt einfach zu bauen. Ne? Ergebnis ist in jedem Fall sehr interessant. Hier auch schön, obwohl der PX-Lenker nicht mehr da ist, den PX-SIP-Tacho verwendet. Genau. Sehr gute Idee. Genau. Was hast du motorseitig gemacht? Ist ein Malossi 221 MHR ist da drin. Du hast so eine schöne breite Backe, da passt perfekt ein BFA-Motor drunter. Das ist aber tatsächlich auch die nächste Ausbaustufe. Es ist tatsächlich Stufe 1, nenne ich es jetzt in diesem Jahr. Und es wird eine Stufe 2 definitiv geben. Auch Trittleisten werden weggebaut, es wird echt Carbon-Trittbretter geben und so weiter. Okay. Also ich werde das ganze Thema noch sukzessive weiter ausbauen. Hat mich gefreut, deinen Roller hier zu sehen. Kauf weiter schön Teile bei uns. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Na klar, Dankeschön. Sehr gut. Ja, danke dann vielen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal. So machen wir das. Danke. Ihr wisst, ich mag starke Motorroller, die ein bisschen Leistung haben, schön große Motoren. Und jetzt stehen wir hier vor einem Motor, vor einem Roller, der das wirklich ins Extrem getrieben hat, nämlich den Roller von Jürgen. Jürgen Posch verkauft auch Auspuffanlagen und ist daher schon einigen Leuten bekannt. Aber erzähl doch mal bitte ein bisschen was zu dir und zu dem Roller. Ich habe meinen BFA-Motor gekauft und der war schon echt extrem von der Leistung her. Und irgendwie war das Problem immer mit so einem leichten Roller in Anführungsstrichen oder einem normalen PX-Chassis, hast du die Leistung nicht auf Straße gebracht. Und deswegen war halt eigentlich dann mal die Idee, extra Karosse machen für einen BFA-Motor. Und so ist eigentlich dann das Projekt entstanden. Also im Prinzip die Radstandsverlängerung, vorne die Gabel ist ausgestellt worden, dann eben, dass der Motor überhaupt runterpasst. Da habe ich ja ziemlich viel im Heckbereich dann eben ändern müssen, ist alles wegschneiden müssen. Das heißt, der ganze Roller ist länger und tiefer, um stabiler zu fahren. Genau. Sehr aufwendiger Umbau, sehr interessant, sehr gut durchgeführt. Aber kommen wir jetzt zu dem, was wirklich interessant ist. Ja? Wie viel Kubik hat dein Motor? Also der hat jetzt 407 Kubik. Okay. Und Straßen zugelassene 60 PS. Also das ist außer Eintragen. Man muss doch vielleicht dazu sagen,
dieser 400 Kubikzylinder, das ist ein Zylinder, der wurde von EGIC entwickelt und der wurde halt für diesen BFA-Motor entwickelt, also für Leute, denen 300 Kubik und 40, 50 PS zu wenig sind, kann man da halt noch mehr rausholen aus dem Zylinder. Und den hat halt Jürgen hier als einer der ersten verbaut und das Ganze ist wirklich spektakulär. Also Spitzenleistung waren wir dann irgendwann mal bei 73 PS. Wie gesagt, und für die Straße haben wir das halt ein bisschen runter dann, ebenso auf die 60 PS. Was bist du mit dem Roller schon mal gefahren an Spitzengeschwindigkeit? Ja, also das höchste, was ich mir fahren dran war 160, sowas, nach GPS, aber mehr, also man könnte mehr machen, aber sagen wir mal ehrlich, auf der normalen Straße, wenn dann brauche ich irgendeine Rennstrecke oder irgendeine abgesperrte Strecke. Also das ist nur mal so ein Kolben-Dummy, aber so groß ist der eigentlich, ja. Also das ist schon ordentlich, ne? Okay, super. Gut, Jürgen, vielen Dank. Schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Und ich rufe dich bald nochmal an. Machen wir, ja. Alles klar. Wir stehen hier vor einer sehr schönen, schlichten Small Frame und der Besitzer, der steht neben mir. Magst du dich kurz vorstellen? Hallo, ich bin der Mario und ja, das ist meine Small Frame. Habe ich jetzt nach 2 Jahren jetzt wieder hergerichtet, dass es wieder läuft. Und ja, jetzt bin ich Gott sei Dank mal fertig geworden langsam. Ich glaube, das Farbschema ist eins, was glaube ich gerade sehr, sehr en vogue ist auch. Ne? Das ist nämlich das alte 80er Jahre BMW-Design. Genau. Und was hast du für einen Motor verbaut? Das ist ein EGIC 250. Hab den von 1,5 Jahren oder 2 Jahren einer der ersten gewesen, der ihn bekommen hat. Okay. Hab den dann auf einen Quattrini-Motor aufgebaut und ja, im Großen und Ganzen habe ich da relativ viel rumgetan, auch viel eigene Auspuffanlagen ausprobiert und so. Ja, das war eigentlich ganz gut. Und okay. Ja, ich muss sagen, jetzt läuft das stabil. Das funktioniert ganz gut. Also ist auch alltagstauglich. Bin den vorher mit 50 PS gefahren, habe ihn aber jetzt runterkastriert mit dem Auspuff. Bin jetzt so bei 44, 45 PS und muss sagen, jetzt läuft es relativ stabil. Also es passt wirklich gut. Und auch du hast auch eine vernünftige Bremse hier verbaut. Ja, natürlich. Also den Magura halt im Großen und Ganzen quasi einen Hi-Mac verbaut. Vorne dann quasi die Stage 6 Bremsanlage, die 4-Kolbenanlage verbaut. Innen ist der Rahmen komplett verstärkt. Okay. Also da ist quasi von hinten bis vorne ein dickes Flacheisen verschweißt, wo ich reingebogen habe, dass das Ding auch wirklich wirklich stabil ist und einfach nicht mehr verwindbar ist. Also das hat man relativ viel immer gemerkt, Small Frame, sehr verwindbar. Man sieht ja auch schön mit so Temperaturanzeige, schön clean eingelassen. Hier genau. So ein Moto-Gadget. Das Moto-Gadget halt im Endeffekt hier aus dem 3D-Drucker rausgelassen. Genau. Ja, doch. Den großen PLC-Tank dann verbaut. Ja. Ich finde, das ist ein sehr zurückhaltender, schöner und auch noch Hightech-Renner. Gefällt mir gut. Genau. Vielen Dank für deine Zeit. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Jetzt habe ich jemanden gefunden, für den hätten wir eigentlich gar nicht so weit fahren müssen, weil er direkt im Nachbarort wohnt. Aber er hat eine sehr schöne Lambretta mitgebracht. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ich bin der Alex, seit 30 Jahren in der Szene unterwegs. Die Lambi hier habe ich seit, glaube 94. Habe die ganz lange gefahren in einer normalen Restaurierung, also sah Restomod-mäßig aus. Und habe ganz lange von Metal Flake geträumt. Dass Alex von Metal Flake geträumt hat, hätte er eigentlich nicht sagen müssen, ne? Wenn man den Roller sich anschaut. Aber der Roller ist vom Kau lackiert, also der auch die SIP Sprintern lackiert hat und hat halt hier auch wieder alles gegeben, weil Metal Flake in der Qualität ist, glaube ich, nicht einfach zu kriegen. Und was ich persönlich noch irre finde, das Ganze ist auf einer DL200. Das haben wir, glaube ich, schon in dem Jockey-Modellkunde-Video erklärt.
eine DL200 ist der heilige Gral der Lambretta-Fahrer, kann man sagen, oder? Neben einer TV 200 wahrscheinlich schon auch oder SX 200, ja. Ich glaube, wie viel wurden gebaut? 9.350. Und wer heute sowas besitzt, ne, der macht maximal Originalrestaurationen oder sowas. Und deswegen finde ich es so geil, dass Alex hergeht und sagt, scheiß drauf, ich habe immer von Metal Flake geträumt, also DL200 Metal Flake mit allem, was dazugehört. Naja, nicht ganz allem. Ich sag mal, der Roller lebt von der Lackierung, man könnte sicher noch mehr machen. Hydraulische Scheibenbremse, dicker Motor. Aber ich fahre das Ding, ich stelle es nicht weg. Und deswegen bin ich auch teilweise technisch funktional geblieben und habe es dann da nicht übertrieben. Also der Motor ist jetzt wirklich ein Motor, der dazu gedacht ist, auch Touren zu fahren, weil du das Ding auch wirklich fährst. Ja. Finde ich geil. DL200 Metal Flake, wirklich zu den Veranstaltungen fahren. Gut ab, Alex. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Vor dem Roller musste ich jetzt noch mal stehen bleiben, weil das ist ein Roller von Mike Tilch. Den habe ich jetzt leider gerade nicht als Interviewpartner gewonnen, weil er gerade irgendwie unterwegs ist. Aber Mike baut immer sehr aufwendige, sehr schöne Custom-Roller. Und hier finde ich, es ist eine sehr schöne, schlichte Lambretta mit einer sehr geilen Lackierung, sehr cooler Idee und Umsetzung, nämlich den ersten M3 in der Rennversion. Den hat er da quasi in der Lackierung umgesetzt. Der Roller ist übrigens auch eine Jet 200, ne, wie ich auch selber fahre, da stehe ich ja drauf. Und er hat sogar hier das Original-Sitzmuster hat er in der Sitzbank umgesetzt. Ne? Und auch hier die Verschlüsse von den Haubenverschlüssen aus dem Rennbereich hat er hier für seine Seitenhauben genommen und sowas. Also mein ganz persönlicher Best of Show heute ist dieser Roller von Mike Tilch, auch hier mit so Uhren, die man gebraucht hat für die Rundenzeitennahme im Rallye-Sport. Von, wie ich auch sehe, auch wirklich von Hanhart. Das ist ein berühmter Hersteller für Stoppuhren. Also auch da hat er sich nicht lumpen lassen, sondern wirklich das Detail verliebt und sehr gut gemacht. Das war's von der Custom Show der Crazy Bumblebees und der Zuckerpuppen. Sehr schöne Veranstaltung, sehr viele schöne Roller. Wenn ihr auch da wart, hinterlasst das bitte mal in der Kommentarspalte, was ihr von der Veranstaltung gehalten habt. Mir hat es Spaß gemacht. Hier geht es langsam in die Party über. Das ist auch das, was ich vorhabe. Ich will an den Tresen, will ein Bier trinken. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Also wir sind ja hier live aus Gundelfingen. Janina, weißt du eigentlich, mit welchem Finger man keine einzige Frau glücklich machen kann? Ich denke, das ist der Gundelfinger. Niveau hier oben heute. Füße hoch, der Witz kommt flach.